there was a universe. We'd just begun to discover that distant galaxies have stars in them. Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Dank des James Webb Weltraumteleskops haben wir bereits Galaxien gesehen, die so weit entfernt sind, dass sie die Grenzen der Zeit selbst in Frage stellen. Doch nun erschüttert eine verblüffende Behauptung eines Nobelpreisträgers die Grundlagen der modernen Wissenschaft. Sie glauben, dass das Teleskop Beweise für ein völlig neues Universum entdeckt haben könnte, das hinter dem Schleier unseres eigenen verborgen ist. Es handelt sich nicht nur um eine neue Galaxie oder ein fremdes Sternensystem. Es könnte der erste Einblick in eine Realität jenseits unserer eigenen sein. Könnte diese Entdeckung endlich beweisen, dass das Multiversum real ist? Und wenn ja, was bedeutet das für uns? Das James Webb Teleskop stellt sich vor. Das James Webb Space Telescope, kurz Webb, ist nicht nur ein weiteres Instrument zur Weltraumbeobachtung. Es ist ein Fenster zur Geburt des Kosmos, ein Schlüssel, der Bereiche erschließt, die zuvor im dunklen Schleier der Zeit verborgen waren. Seit Jahrzehnten träumen die Astronomen davon, die ersten Momente unseres Universums mit größerer Klarheit zu sehen. Aber die Grenzen älterer Teleskope, ihre Größe, Empfindlichkeit und die Wellenlängen, die sie beobachten konnten, hielten uns zurück. Webb hat das für immer geändert. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern sieht das JWST das Universum im Infraroten. Also genau in dem Spektrum, in dem sich das Licht der ältesten, weit entfernten Objekte jetzt befindet. Während sich das Universum ausdehnt, dehnt sich das Licht dieser frühen kosmischen Ereignisse zu längeren Wellenlängen aus und driftet aus dem sichtbaren Bereich in den Infrarotbereich. Dies ist der Bereich, in dem Webb glänzt. Es wurde im wahrsten Sinne des Wortes gebaut, um das Unsichtbare zu sehen. Und was es sieht, ist erstaunlich. Der Weg zum Start des Webb-Satelliten war monumental. Jahrzehnte der Planung, der internationalen Zusammenarbeit und der technologischen Herausforderungen wurden mit Brillanz und Ausdauer gemeistert. Seine segmentierten, goldbeschichteten Spiegel, die auf höchste Empfindlichkeit ausgelegt sind, fangen nun das schwächste Flüstern des alten Sternenlichts ein, das vom Rand der Zeit übertragen wird. Nach seinem Einsatz verschwendete Webb keine Zeit. Die Bilder und Daten, die es lieferte, verblüfften Wissenschaftler weltweit. Es wurden nicht nur weit entfernte Galaxien erfasst, sondern auch Strukturen entdeckt, die nach allen gängigen Modellen noch gar nicht existieren dürften. Massive, reife Galaxien, die in einer Zeit auftauchten, als das Universum noch ein Kind war. Dies waren keine unscharfen Lichtpunkte. Sie hatten eine Form, Helligkeit und Komplexität, die niemand erwartet hatte. Die Implikationen sind tiefgreifend. Sind wir Zeuge eines Fehlers in unseren Modellen der kosmischen Evolution? Oder sehen wir direkt auf den Beweis für etwas, das wir uns nie vorstellen konnten? Die Debatte entbrannte sofort. Einige beeilten sich, die Daten zu verifizieren. Andere schlugen vor, bestehende Theorien zu ändern. Und einige wenige wagten die Behauptung, dass Webb uns zeigen könnte, dass wir das Tempo des frühen galaktischen Wachstums falsch verstanden haben. Denn das JWST blickt nicht nur in die Ferne, sondern auch in die Zeit zurück. Jedes Photon, das von diesen fernen Galaxien eingefangen wird, ist eine Botschaft aus der Vergangenheit. Bei der Analyse dieses Lichts sehen wir nicht nur, wo das Universum war, wir sehen auch, wann es war. Das ist es, was JWST so außergewöhnlich macht. Es ermöglicht uns, Epochen nur wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall zu beobachten. Eine Periode, von der man lange annahm, sie sei ein kosmisches dunkles Zeitalter, das sich langsam aufhält. Doch jetzt sehen wir mit den Augen von Webb ein Universum, das bereits lebendig und strukturiert ist. Dies stellt grundlegende Annahmen in Frage. Unser derzeitiges kosmologisches Modell, das auf jahrzehntelangen Daten beruht und sich auf dunkle Materie, dunkle Energie und die Inflationstheorie stützt, mag noch Bestand haben, aber es zeigen sich allmählich Risse. Vielleicht muss sich unser Verständnis des Zeitablaufs, wie schnell und wie frühe kosmische Strukturen entstanden sind, weiterentwickeln. Das ist kein Versagen, das ist eine Entdeckung. Mit jeder Beobachtung zwingt uns Webb, Fragen neu zu stellen, die wir einst für geklärt hielten. Und jenseits dieser uralten Galaxien gewährt es einen atemberaubenden Blick in die Kinderstube der Sterne und enthüllt die chaotische Schönheit von Gas und Staub, die zu den ersten Sternen und Sternhaufen kollabieren. Wir fangen sogar Zeichen auf, schwache, mysteriöse Signale, die darauf hindeuten könnten, dass sich supermassive schwarze Löcher früher als erwartet bilden. Dieses Teleskop ist nicht nur eine Maschine,
Es ist eine Revolution. Eine, die gerade erst beginnt. Alice, was wir über den Ursprung des Universums zu wissen glaubten, neu zu gestalten. Das Potenzial für einen Paradigmenwechsel. Die Idee eines Paradigmenwechsels mag dramatisch klingen, aber die Astronomie hat in der Vergangenheit immer wieder große Sprünge gemacht. Einst glaubten die Menschen, die Erde sei das Zentrum von allem. Und es bedurfte Jahrhunderte von Beobachtungen und Debatten, um diese Annahme zu widerlegen. Später wurde uns klar, dass unsere Galaxie nur eine von Milliarden ist und dass sich das Universum ausdehnt. Neue Teleskope und bessere Messungen treiben diese Veränderungen oft voran, indem sie verborgene Details ans Licht bringen. Das James Webb Weltraumteleskop tritt nun in diese Tradition ein. Seine Konstruktion ermöglicht es uns, kosmische Epochen zu sehen, die bisher nur theoretisch bekannt waren. Wenn die Daten weiterhin auf Galaxien hinweisen, die sich anscheinend zu schnell bilden oder in größerer Zahl existieren als erwartet, könnte uns das dazu zwingen, unsere Standardmodelle gründlich zu überdenken. Einer der größten Bereiche, der sich ändern könnte, ist die Art und Weise, wie sich die Materie im frühen Universum zusammenballt. Wissenschaftler haben jahrelang Berechnungen darüber angestellt, wie Halos aus dunkler Materie zur Entstehung von Galaxien beitragen. Nach gängiger Auffassung zieht die Schwerkraft die Materie allmählich in geordnete Strukturen, aus denen dann kompliziertere Gebilde entstehen. Dieser Prozess läuft nicht sofort ab. Es dauert seine Zeit, bis sich das Gas genügend abgekühlt und verdichtet hat, um neue Sterne zu bilden. Es wurde angenommen, dass alle diese Schritte in einem vorhersehbaren Zeitrahmen ablaufen. Einige der von JWST beobachteten Galaxien deuten jedoch darauf hin, dass die Sternentstehung extrem schnell vonstatten ging und nicht wie von den Astronomen angenommen langsam. Wenn die Sternentstehung ein zweites Mal betrachtet wird, dann auch die Menge der normalen Materie, die sich in diesen frühen Galaxien ansammelt. Normalerweise wird nur ein Bruchteil des verfügbaren Gases zu Sternen, aber einige der neuen Beobachtungen deuten darauf hin, dass dieses Gas fast vollständig genutzt wird. Das lässt sich nur schwer mit den üblichen Sternentstehungsmodellen vereinbaren, die davon ausgehen, dass Prozesse wie Supernova-Explosionen, Sternwinde und andere Rückkopplungsmechanismen verhindern, dass ein Großteil des Gases auf einmal zu Sternen wird. Wenn die Daten des Teleskops zutreffen, könnte dies bedeuten, dass frühe Galaxien über Möglichkeiten verfügten, Gas effizienter in Sterne umzuwandeln als moderne Galaxien. Einige vermuten, dass diese ersten Sterne so massiv und heiß waren, dass sie in gewaltigen Supernova-Ereignissen explodierten und ihre Umgebung mit schwereren Elementen in beschleunigtem Tempo versorgten. Aber auch das erklärt nur bedingt, wie schnell sich so kurz nach dem Urknall große Ansammlungen von Sternen bilden können. Ein weiterer Aspekt ist die Masse dieser neu entdeckten Galaxien. Die Beobachtungen des Teleskops lassen einige von ihnen als viel zu schwer für ihren Platz in der kosmischen Zeitlinie erscheinen. Berechnungen darüber, wie viel Masse sich in ein paar 100 Millionen Jahren ansammeln könnte, passen nicht ohne weiteres zu der Anwesenheit so vieler Sterne. Wenn solche Objekte durch weitere Daten bestätigt werden, stellt sich die große Frage, ob die dunkle Materie oder eine unbekannte Kraft dazu beigetragen hat, die Ansammlung von Materie zu beschleunigen, oder ob wir die Rotverschiebungen verwechseln und vielleicht ihre Entfernung und ihr Alter überbewerten. Die Wissenschaftler müssen jeden einzelnen Datenpunkt überprüfen, um einfachere Erklärungen auszuschließen, bevor sie grundlegende Theorien überarbeiten. Doch die Zahl dieser seltsamen Objekte nimmt mit jeder neuen Deep-Field-Aufnahme zu, was darauf hindeutet, dass es sich nicht nur um einen seltenen Ausreißer, sondern möglicherweise um ein weit verbreitetes Phänomen handelt. Während dieser Debatte bleiben die Experten vorsichtig. Paradigmenwechsel vollziehen sich nicht über Nacht, vor allem nicht in einem so datengesteuerten Bereich wie der Astronomie. Dennoch hat der stetige Strom rätselhafter Beweise von JWST ernsthafte Diskussionen darüber ausgelöst, ob geringfügige Änderungen des Lambda-CDM-Modells ausreichen oder ob vielleicht eine neue Physik dahinter steckt. Der Begriff neue Physik kann Begeisterung oder Skepsis auslösen, je nachdem, wen man fragt. Aber so oder so ist die Rolle des Teleskops als Katalysator unbestreitbar. Zumindest hat es die Astronomen dazu veranlasst, die Schritte zu überdenken, die vom ursprünglichen Gas zu Galaxien voller Sterne führen, und sie dazu gebracht, nach Fehlern oder Versäumnissen in ihren älteren prozessbasierten Theorien zu suchen. Glauben Sie, dass sich das Universum schneller entwickelt hat, als wir dachten? 1, ja, 2, nein.
Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Schlüsselentdeckungen im frühen Universum. Eine der herausragenden Leistungen von JWST ist die Entdeckung von Galaxien, die wie Galaxien aus einer Zeit aussehen, als das Universum erst einige 100 Millionen Jahre alt war. Die Forscher hatten zwar immer das Ziel, frühe Galaxien zu beobachten, aber sie konnten nicht vorhersehen, wie viele und wie massereich diese Galaxien erscheinen würden. Einige sehen so groß aus, dass, wenn die Altersschätzungen korrekt sind, die Schwerkraft nicht genug Zeit gehabt haben kann, um so viel Materie an einem einzigen Ort zu sammeln. Dies wirft die Möglichkeit auf, dass unsere Standardzeitpläne für die Sternentstehung und das Wachstum von Galaxien überdacht werden müssen oder dass ein zugrunde liegender Mechanismus dazu beigetragen hat, dass diese Strukturen schneller entstanden sind. Zusätzlich zur Galaxienbildung wurden in einigen dieser frühen Objekte auch schwerere Elemente als Wasserstoff und Helium nachgewiesen. Schwerere Elemente erfordern in der Regel eine oder mehrere Generationen von Sternen, um sie in ihren Kernen zu fusionieren oder sie bei Supernova-Ereignissen zu erzeugen. Wenn die Galaxien, die wir in der sehr jungen Epoche sehen, bereits Anzeichen solcher Elemente aufweisen, deutet dies auf ein schnelles Recycling von Sternenmaterial oder auf einen Sternentstehungsprozess hin, der wesentlich energiereicher und weiter verbreitet war, als wir bisher angenommen haben. Die Beobachtung dieser chemischen Fingerabdrücke durch Spektroskopie gibt uns einen Einblick, wie schnell die kosmische Wiege der Sterne begann, schwerere Bestandteile zu produzieren. Hinzu kommt die schiere Vielfalt der Formen. Astronomen gehen davon aus, dass frühe Galaxien meist kleine, unregelmäßige Ansammlungen von Sternen sein sollten. Doch JWST hat Objekte entdeckt, die verdächtig gut strukturiert aussehen und Ausbuchtungen oder Arme aufweisen, die an reifere Galaxien erinnern. Eine solche Organisation deutet darauf hin, dass bestimmte Gravitationsprozesse schnell abliefen oder dass Kollisionen und Verschmelzungen auf einer anderen Zeitachse stattgefunden haben könnten als in älteren Modellen beschrieben. Insbesondere Verschmelzungen können die Sternentstehung beschleunigen, indem sie Schockwellen auslösen und Gaswolken komprimieren. Doch selbst wenn man die Verschmelzung berücksichtigt, hätte man nicht erwartet, dass die frühesten Mini-Halos so erstaunlich helle und massereiche Systeme hervorbringen würden. Natürlich lädt jede neue Entdeckung zu Folgebeobachtungen ein, um die Entfernungsschätzungen durch detailliertere Spektroskopie zu überprüfen. Messungen der Rotverschiebung helfen bei der zeitlichen Einordnung von Objekten. Doch kann es schwierig sein, sie richtig zu bestimmen, wenn eine Quelle extrem schwach ist. Wenn diese Quellen tatsächlich näher sind, als wir denken, könnten ihre Masse und ihr Alter nicht so überraschend sein. Aber die Wissenschaftler werden immer zuversichtlicher, was ihre Rotverschiebungsdaten angeht, je mehr Spektrallinien sie sammeln, die wie kosmische Fingerabdrücke zeigen, wie weit das Licht gereist ist. Wenn diese Linien bestätigen, dass diese Galaxien tatsächlich nur ein paar 100 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten, dann wird die Spannung gegenüber den Standardmodellen nur noch größer. Es geht aber nicht nur um Galaxien. JWST hat auch Signale aufgefangen, die auf riesige schwarze Löcher im frühen Universum hinweisen könnten. Die Wachstumsrate von schwarzen Löchern ist eng mit der Menge an Material verbunden, von der sie sich ernähren können. Und man geht davon aus, dass frühe schwarze Löcher klein waren und aus dem Kollaps der ersten großen Sterne entstanden. Im Laufe von Milliarden von Jahren verschmolzen sie oder verschlangen Material, um zu supermassiven schwarzen Löchern zu werden. Wenn wir nun Galaxienkerne mit schwarzen Löchern finden, die 1 Million oder sogar 1 Milliarde Mal so groß sind wie unsere Sonne und ein sehr junges kosmisches Alter haben, dann ist das ein Rätsel. Solche Objekte könnten sich auf eine ganz andere Weise gebildet haben, was auf einen separaten Zweig der kosmischen Evolution hindeutet, den wir bisher nicht in Betracht gezogen haben. Unerwartete Sternbildung und Struktur. Eine wichtige Enthüllung des JWST ist, dass einige Galaxien im frühen Universum fast ihr gesamtes Gas in Sterne verwandelt haben könnten. Bisher ging man davon aus, dass nur ein kleiner Teil des verfügbaren Gases einer Galaxie zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Sternen wird, während der Rest in Gaswolken verbleibt oder durch Supernova-Explosionen weggeblasen wird. Wenn sich die Daten von JWST jedoch bestätigen, könnten wir eine Art unkontrollierten Sternentstehungsprozess beobachten, bei dem Gas mit nahezu absoluter Effizienz in Sterne umgewandelt wird. Diese Idee stellt fast alle Sternentstehungsmodelle in Frage, die sich auf moderierende Kräfte stützen.
um eine einzige Welle des totalen Kollapses zu verhindern. Die große Frage ist, wie ein solcher Prozess ablaufen könnte. Eine Möglichkeit ist, dass die Sternentstehung unter den intensiven Bedingungen des jungen Universums, wo das Gas dichter war und die Strahlungsfelder stärker waren, einen anderen Weg nahm als heute. Vielleicht war das Vorhandensein von Halos aus dunkler Materie effektiver, um normale Materie anzuziehen, sodass, sobald das Gas genug abgekühlt war, alles schnell kollabierte. Ein anderer Gedanke ist, dass die Magnetfelder oder Turbulenzen in den frühen Gaswolken anders waren als die heutigen Bedingungen, sodass sie sich leichter sammeln konnten. Die Astronomen haben zwar noch keine vollständige Antwort, aber sie gehen diesen Fragen nach, um die überraschenden Sternentstehungsraten zu erklären, die sich aus den JWST-Daten ergeben. Auch die Struktur spielt eine Rolle. Traditionell wurden große Spiralgalaxien oder elliptische Galaxien als das Produkt vieler Verschmelzungen und Milliarden von Jahren langsamer Formung betrachtet. Einige JWST-Bilder zeigen jedoch Objekte, die bereits ausgeprägte strukturelle Merkmale aufweisen. Wenn sich dies bestätigt, bedeutet dies, dass die Organisation in eine Scheibe oder eine zentrale Ausbuchtung viel schneller erfolgen kann, als wir angenommen haben. In der Wissenschaft gibt es einen Unterschied zwischen einer unerwarteten Entdeckung, die kleinere Details einer Theorie in Frage stellt, und einer, die die grundlegende Zeitlinie in Frage stellt. Viele halten diese früh strukturierten Galaxien für die zweite Kategorie, was sie zu einem der auffälligsten Ergebnisse macht. Ein praktischer Ansatz zur Überprüfung dieser Behauptungen sind tiefgehende spektroskopische Durchmusterungen. Wenn wir das Spektrum einer Galaxie erfassen, können wir die relativen Mengen bestimmter Elemente messen, die Sternentstehungsraten abschätzen und nach Signaturen von schwarzen Löchern oder Supernova-Überresten suchen. Teams, die das JWST nutzen, versuchen nun, genau das zu tun, in der Hoffnung, das Vorhandensein ungewöhnlicher Massen, chemischer Fingerabdrücke und Sternentstehungsgeschichten in diesen Galaxien zu bestätigen oder zu verneinen. Weitere Daten werden dazu beitragen, einzugrenzen, ob diese Trends weit verbreitet oder auf einige wenige Objekte beschränkt sind. Wenn sie weit verbreitet sind, wird die Diskussion über die Neugestaltung der kosmischen Zeitlinien noch mehr an Fahrt gewinnen. Die Möglichkeit, dass es sich bei einigen Objekten gar nicht um Galaxien handelt, zumindest nicht im üblichen Sinne, macht die Sache noch interessanter. Könnte es sich um exotische Sternhaufen oder seltsam helle Phänomene handeln, die die Messwerte nachahmen, die wir von Galaxien erwarten? Die Forscher nehmen jeden Kandidaten genau unter die Lupe und vergleichen die Daten verschiedener Instrumente miteinander. Die schiere Menge an Details, die JWST erfassen kann, bedeutet, dass wir, wenn etwas Ungewöhnliches im frühen Universum existiert, eine gute Chance haben, es zu entdecken oder zumindest genügend Hinweise zu erhalten, um es zu vermuten. Das bedeutet, dass die Sternentstehung nicht der einzige Teil ist, der untersucht wird. Der gesamte Rahmen dafür, wie sich die Materie auf großen Skalen organisiert, steht auf dem Prüfstand. Neue Spannungen mit dem Standardmodell. Das Lambda-CDM-Modell liefert seit langem eine einfache, aber effektive Beschreibung der Funktionsweise des Kosmos. Es geht davon aus, dass die dunkle Materie, die zwar durch Gravitation, nicht aber durch elektromagnetische Kräfte wechselwirkt, das Gerüst bildet, auf dem Galaxien wachsen. Die dunkle Energie hingegen treibt den Raum zu einer beschleunigten Ausdehnung an. Die meisten beobachteten Phänomene, vom kosmischen Mikrowellenhintergrund bis zur Galaxienhäufung, passen in dieses Bild, wenn wir die richtigen Werte einsetzen. Aber schon vor JWST gab es einige Spannungen. WZ, B, die Diskrepanz bei der Messung der Hubble-Konstante, der Geschwindigkeit der kosmischen Expansion, wenn man Daten aus dem frühen Universum mit lokalen Beobachtungen vergleicht. Wenn das Webb-Teleskop weitere Anomalien aufdeckt, könnten sich diese Spannungen zu größeren Rissen ausweiten. Eine Möglichkeit, wie sich diese Risse zeigen könnten, ist, dass JWST weiterhin eine große Anzahl von Galaxien katalogisiert, die sich unter normalen Lambda-CDM-Zeitbedingungen einfach nicht bilden konnten. Wenn die Überprüfung ihrer Entfernung und Masse kein Fehler ist, dann muss die Theorie möglicherweise angepasst werden, indem eine frühere oder intensivere Periode der Sternentstehung und der Materieverklumpung einbezogen wird. Das könnte bedeuten, dass eine zusätzliche Phase der kosmischen Evolution eingefügt oder die Eigenschaften der dunklen Materie angepasst werden müssten. Manchmal reichen kleine Änderungen aus. WZ, B,
Eine Anpassung der Geschwindigkeit, mit der sich Teilchen der dunklen Materie verklumpen können. In anderen Fällen sind größere Änderungen erforderlich, wie etwa die Berücksichtigung zusätzlicher physikalischer Effekte während der Inflation. Dunkle Energie ist ein weiterer Bereich, in dem Theorien geändert werden könnten. Derzeit wird die dunkle Energie als eine konstante Kraft betrachtet, die die beschleunigte Expansion vorantreibt. Wenn das frühe Universum jedoch eine andere Art von Energiefeld hatte, könnte dies einen kurzzeitigen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Strukturbildung gehabt haben. Die Astronomen sind sich nicht sicher, ob die Beweise sie in diese Richtung treiben werden, aber es liegt auf dem Tisch. Denn die Daten des JWST deuten auf eine schnellere Form der kosmischen Entwicklung hin, als die Standardmodelle vermuten lassen. In gewisser Weise handelt es sich um ein Rätsel, bei dem viele Variablen gleichzeitig betrachtet werden müssen. Die Sternentstehungsrate, die Massenverteilung, die Gesamtmenge der normalen Materie und der Zeitrahmen für die Expansion. Die Bestätigung wird wahrscheinlich aus fortgeschrittenen Simulationen kommen, die die Beobachtungen von JWST mit den theoretischen Vorhersagen vergleichen. Verschiedene Forschungsgruppen auf der ganzen Welt führen bereits Simulationen durch, die versuchen, die frühesten Galaxien unter Standardannahmen nachzubilden, um zu sehen, ob sie mit den neuen Daten übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, besteht der nächste Schritt darin, bestimmte Parameter wie die Menge der dunklen Materie, die Geschwindigkeit der Sternentstehung oder die Abkühlungsrate des Gases anzupassen und zu sehen, ob dies zu Ergebnissen führt, die näher an den von JWST gemeldeten liegen. Diese Methode ist langsam, aber gründlich, und sie könnte klären, welches Teil des Puzzles am meisten für die Diskrepanzen verantwortlich ist. Auch wenn man früher annahm, dass die Kollisionen kleiner Galaxien sehr lange dauern, ist es möglich, dass die Bedingungen im frühen Universum diesen Prozess beschleunigt haben. Regionen mit hoher Dichte könnten schnell zu großen Systemen kollabiert sein, was die Sternentstehung beschleunigt und zu einer frühen chemischen Anreicherung geführt hat. Damit dies jedoch oft genug geschieht, um die Zahlen zu erklären, die wir sehen, müsste es eine ziemlich große Abweichung von älteren Schätzungen geben. Es ist noch nicht klar, ob diese Verschiebung innerhalb des derzeitigen Standardmodells möglich ist oder etwas völlig Neues erfordert. Wie auch immer, die Spannungen sind real. Und sie sind Teil dessen, was die Astronomiegemeinschaft mit der Veröffentlichung neuer JWST-Daten in Atem hält. Mögliche Erklärungen und dunkle Materie. Wenn Astronomen mit Beobachtungen konfrontiert werden, die den Erwartungen widersprechen, fragen sie sich natürlich, ob wir das Verhalten der dunklen Materie oder der dunklen Energie missverstanden haben. Die dunkle Materie ist in erster Linie durch ihre Anziehungskraft auf die sichtbare Materie bekannt, die die Bildung von Galaxien aus einer ansonsten verstreuten Verteilung von Gas bewirkt. Das Standardmodell stellt sich die dunkle Materie als relativ kalt vor, DH. Ihre Teilchen bewegen sich langsamer, sodass sich Strukturen über längere Zeiträume bilden können. Wenn frühe Galaxien massiver oder zahlreicher sind als erwartet, war die dunkle Materie vielleicht nicht so kalt, wie wir dachten. Oder sie verhielt sich unter den einzigartigen Bedingungen des jungen Universums anders. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die dunkle Energie, die die beschleunigte Expansion des Weltraums antreibt, nicht immer auf dieselbe Weise wirkte. In der Regel gehen Theoretiker davon aus, dass die dunkle Energie im Laufe der kosmischen Geschichte eine konstante Eigenschaft war und das Universum erst zu einem späteren Zeitpunkt dominierte. Könnte es sein, dass sich die dunkle Energie in der Vergangenheit dramatischer verändert hat, sodass sich kurzzeitig Strukturen schneller bilden konnten, bevor sie wieder anschwollen? Diese Idee ist zwar nicht Mainstream, aber die unerwarteten Ergebnisse von JWST könnten zu neuen Überlegungen über zeitlich veränderliche dunkle Energie oder andere kreative Modifikationen anregen, die das schnelle Auftreten großer Galaxien ermöglichen würden. Dann gibt es noch die Idee, dass die Zeitachse des Urknalls selbst geringfügig angepasst werden muss. Vielleicht ist das Universum älter, als wir denken. Oder die ersten paar 100 Millionen Jahre haben die Sternentstehung in Ausbrüchen ermöglicht. Die einfacheren Berechnungen widersprechen. Einige Astrophysiker sind bei diesem Ansatz vorsichtig, weil das derzeitige Alter von 13,8 Milliarden Jahren auf mehreren Beweislinien beruht. Vom kosmischen Mikrowellenhintergrund bis hin zu weit entfernten Supernova-Messungen. Eine Änderung des Alters würde bedeuten, dass man sich mit einem Berg von Daten auseinandersetzen müsste, die sich auf dieses Alter einigen.
Ein vollständiges Zurückstellen der kosmischen Uhr ist also unwahrscheinlich. Aber kleinere Anpassungen bei der Interpretation der Zeitlinie sind immer noch möglich. Es gibt auch Überlegungen zu ursprünglichen schwarzen Löchern, die sich direkt nach dem Urknall gebildet haben könnten. Diese schwarzen Löcher könnten theoretisch frühe Galaxien hervorbringen oder ihr Wachstum beschleunigen. Wenn supermassive schwarze Löcher vorhanden waren, könnten sie dazu beigetragen haben, Gas schneller als normal anzusaugen. Das könnte einige der massiven Galaxienphänomene erklären, die JWST beobachtet. Aber der Nachweis, dass sich solche schwarzen Löcher tatsächlich in diesen ersten Momenten gebildet haben, ist schwierig. Dies würde sehr spezifische Bedingungen während der Inflation oder der Zeit unmittelbar nach der Inflation voraussetzen. Und darüber ist sich die Gemeinschaft noch nicht einig. Dennoch könnten die Daten des Webb-Teleskops dazu führen, dass all diese Möglichkeiten ernsthaft in Betracht gezogen werden. Vor allem, wenn einfachere Erklärungen nicht mit der wachsenden Zahl von Beobachtungen übereinstimmen. Die Zukunft der Astronomie mit JWST. Trotz aller Unwägbarkeiten und möglichen Spannungen beginnt das James Webb Space Telescope, JWST, gerade erst, sein wahres Potenzial zu entfalten. Solange seine Instrumente und seine Umlaufbahn stabil bleiben, können wir einen kontinuierlichen Strom bahnbrechender Daten erwarten, der unser Verständnis des Universums neu gestalten wird. Mit jeder neuen Entdeckung lüften die Astronomen Geheimnisse darüber, wie sich Galaxien gebildet haben, wie sich Sternhaufen unter extremen Gravitationskräften verhalten und welche Rolle schwarze Löcher in der Frühzeit des Kosmos gespielt haben. Aber das ist noch nicht alles. Die Daten des JWST werden auch die Planung zukünftiger Weltraummissionen, sowohl von der Erde aus als auch von außerhalb, leiten und es den Forschern ermöglichen, sich auf die Phänomene zu konzentrieren, die weitere Aufmerksamkeit erfordern. Da die Ergebnisse von JWST weiterhin verblüffen, sind die Wissenschaftler bestrebt, mit bodengestützten Observatorien zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes neue Signal verfeinert und bestätigt wird. Durch den Abgleich der Daten helfen uns diese Kooperationen dabei, unsere aktuellen kosmologischen Modelle zu überarbeiten und neue Bereiche zu erforschen, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Die Astronomen arbeiten auch daran, den fokussierten Ansatz des JWST durch andere bevorstehende Weltraummissionen zu ergänzen. WEZ-B, das Nancy Grace Roman Space Telescope, das riesige Regionen des Himmels kartieren und unser Verständnis des kosmischen Netzes verbessern wird. Zusammen könnten diese Teleskope ein ausgewogeneres Bild davon liefern, wie Galaxien im Universum verteilt sind. Die Entdeckungen des JWST gehen weit über die ferne Vergangenheit hinaus. Es eröffnet auch neue Wege zur Erforschung von Exoplaneten, wo Astronomen das Teleskop nutzen, um Atmosphären auf Anzeichen von Leben zu untersuchen. Durch die Entdeckung von Molekülen wie Wasserdampf, Kohlendioxid oder Methan könnte JWST uns helfen, bewohnbare Planeten jenseits unseres eigenen zu finden. Die Zukunft ist wirklich aufregend, denn das JWST hat bereits begonnen. Die Art und Weise, wie wir unser Universum und sogar die Möglichkeit von Leben anderswo betrachten, neu zu gestalten, da noch weitere Daten hinzukommen werden. Kratzen wir nur an der Oberfläche dessen, was dieses unglaubliche Teleskop enthüllen kann. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu mögen, zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um weitere spannende Inhalte über die Wunder des Universums zu erhalten.